What's up guys, we're back with another Tech Talk and this time it is a car that's very dear to me. What happens when you combine a conservative looking black limousine with a completely different kind of interior? Something that's fresh, something that's unique, and something that's completely individual. The Brabus masterpiece based on the S-Class Maybach. Let's have a look. Oh my. As always, I'm not talking about the car alone, but with Jörn Gander, our CTO. Eins meiner Lieblingsautos, muss ich ganz ehrlich gestehen, aus 2022 bzw. 2023. Ich bin immer noch komplett geflasht. Absolut. Ich sag mal, eine Limousine mit diesem Auftritt, Basis S-Klasse Maybach, langer Radstand, mit 22 Zoll, Carbon und allem, was wir noch zeigen werden. Mehr Luxus geht bei Mercedes überhaupt nicht. Nein. Und mehr Luxus geht für Mercedes bei Brabus auch nicht. Nein, absolut. Brabus Masterpiece, Maybach, Turquoise Blue. Das ist natürlich ein Auto, was ganz bewusst von uns auf diesen Kontrast angelegt wurde. Also konservative, schwarze Limousine. Das klassische Bild einer Limousine außen. Und dann machst du die Tür auf und dann kommt die Farbexplosion. Eine richtige Farbexplosion und ich finde gerade diesen Kontrast, diesen sehr dunklen, sehr zurückhaltenden Auftritt von außen und dann dieses sehr rausstechende, sehr kontrastreiche Interieur finde ich eine Sensation und begeistert mich. Es ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns schon seit längerem beschäftigen. Wir haben eigentlich, finde ich, in 2020 mit dem Rocket und dann spätestens mit dem G900 Rocket Edition ja angefangen, wirklich das Thema poppige, frische Farben im Innenraum. Stichwort rote Lasurteile, ne? und Grau-Rot-Kontrast, Schwarz-Rot-Kontrast. Dass wir wirklich frische, hochkontrastige Farbwechsel auch mal benutzt haben. Und das Thema hat sich dann über 21, 22, jetzt 2023 immer weiter fortgesetzt. Und im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, muss ich sagen, es ist so, als wenn wir selber so eine Art Gewöhnungsprozess durchlaufen, weil wir uns natürlich immer weiter trauen mit jedem Design. Und ich völlig bei dir bin. Hättest du mir vor 3-4 Jahren gesagt, wir nehmen eine schwarze Limousine und dann machen wir ein türkises Interieur und auch rein türkises Interieur. Ich weiß nicht, ob wir alle... Vielleicht hätten wir es gut gefunden. Ich weiß nicht, ob wir es uns getraut hätten damals auch. Ich glaube, wie du es richtig sagst, es war eine Reise, ich sag mal auch in 22 der GLS Maybach mit der orangen Innenausstattung. GLE 900 Rocket Edition. Genau, alle diese Farben, die wirklich sehr kontrastreich sind, einen typisch dunklen Auftritt von außen haben, aber diesen extremen Kontrast im Innenraum haben. Und ich bin ja auch immer mittlerweile ein großer Fan davon geworden, weil ich finde immer diese Frage, hat dieses Auto ein spezielles Interieur, eine Brabus Masterpiece Ausstattung? Die beantwortet sich ja von selbst. Vollkommen allein. Also wenn du auf das Auto zugehst, dann siehst du von 100 Metern Entfernung, dass damit irgendetwas anders ist. Gerade dieser hohe Kontrast zwischen Außen und Innen macht das so spannend. Es ist ja immer im Design so, dass das ist wie bei einem guten Witz, ja, wenn du einen Bruch hast an der Stelle, wo du ihn nicht erwartest, dann ist er gut. Dann ist die Pointe gut. Und hier bei einem guten Design, finde ich, ist es dann, es wirkt dann, wenn du wie in dem Fall hier die Tür öffnest und es kommt was, mit dem du nicht gerechnet hast, dann kommt dieser kurze Moment, wo du dich fragst, ist es drüber? Gefällt mir das? Ist es drüber? Ist es nicht drüber? Und dann saß ich hier das erste Mal drin und musste mir dann eingestehen, das ist schon cool. One second wow. Das ist schon cool. One second wow. Aber die Second brauchst du auch. Wenn ich das Auto anschaue von außen, denke ich sofort an unsere Diskussion zum 911er Turbo S. Genauso wie du einen 911er, ein ikonisches Auto, finde ich, nicht overstylen darfst, ist es beim Maybach und der S-Klasse ja ähnlich. Also zu viel machen wäre sicherlich das falsche Rezept. Und das, was wir gemacht haben, ist ja eigentlich im Exterieur auch sehr dezent, entfaltet aber seine Wirkung. Genau, er zeigt seine Wirkung und ist, wie gesagt, reduziert. Trotzdem natürlich typisch Brabus-sized und natürlich mit unseren üblichen Materialien. Das heißt in dem Fall natürlich auch wieder Carbon und Carbon. Schwarz, Kohlefaser, Shadow Chrome. Vorne am Grill sieht man natürlich zum einen Maybach-typisches Design und dann hier unten natürlich um die Lufteinlässe rum viel Kohlefaser. Ich bin ja ein Fan davon, wenn Teile auch mal 3D sind. Und eben nicht nur flach, das sieht man hier, weil es wirklich schön geschwungen ist, sich an die Form des Autos anpasst, dadurch natürlich ein bisschen komplexer wird in der Fertigung.
Also eigentlich lässt sich ja fürs Kohlefaser sagen, je mehr 3D, desto komplizierter. Absolut, also solche organischen Formen sind für das ganze Produktionsablauf, weil wir ja Prepack-Carbon nehmen, was man ja wirklich immer wieder in eine Negativform einlegt, super aufwendig, um eben auch den Faserverlauf ordentlich hinzukriegen, dass sich nichts verwirft. Und ich finde, dass die Umrandung jetzt der Lufteinlässe und der Frontspoiler aus Kohlefaser wirklich das Design schön ergänzen, das Auto an der Front etwas hochwertiger und sportlich eleganter machen, dass es aber den Gesamteindruck der Luxuslimousine unterstützt und dass dadurch jetzt nicht das Auto zum Sportwagen wird. Das ist natürlich eine Diskussion, die wir immer haben, wenn wir über Kohlefaser reden, weil es prinzipiell erstmal ein Material ist, was aus dem Rennsport kommt, was leicht ist, was fest ist, was eine gewisse Anmutung und eine gewisse technische Anmutung hat, aber auch immer mehr bei wirklich High-End-Luxusfahrzeugen zum Einsatz kommt, weil es natürlich auch einfach toll aussieht und sehr, sehr wertig ist. Ja, vor allem auch, wir machen ja viel Aufwand bezüglich Lackierung dieser Bauteile. Also den Klarlack respektive Mattlack gibt es ja auch in einem matten Finish, diese Bauteile. Aber gerade in der glänzenden Variante mit der Tiefe, die dieser Klarlack hat, weil er eben seinen mehrschichtigen Aufbau hat, hat das einfach eine super hochwertige Oberfläche. Und normalerweise hat der Maybach ja vorne gerade die ganze Front sehr chrom dominiert. Und wir wollten es eben genau jetzt mal wegnehmen, sportlicher interpretieren, aber eben nicht einen Rennwagen rausmachen, weil das ist das Auto. Es ist interessant, dass du das sagst, weil natürlich die Strategie im Moment bei Mercedes-Benz, Designstrategie, ich mag die Autos, die im Moment aus Stuttgart kommen, allerdings setzen sie sehr viel auf Chrom. Gerade im Moment ist bei den Autos das Thema Chrom allgegenwärtig. Im Prinzip seit dem S-Klasse Maybach Cabriolet, da ist uns das natürlich in ganz besonderer Weise zum ersten Mal wirklich intensiv begegnet. Und Brabus ist noch nie wirklich chromlastig gewesen. Wir waren noch nie chromlastig. Wir waren eigentlich immer die Chromteile dann wieder in Wagenfarbe lackiert haben, um das Auto ein bisschen sportlicher zu machen. Das ist jetzt interessanterweise auch hier so, obwohl wir natürlich jetzt die Chromteile nicht in Wagenfarbe lackieren, sondern eben in Shadow Chrome gestalten. Im Prinzip also einer abgedunkelten Chromvariante, die sich ein bisschen, wir haben vorhin über Hochkontrast gesprochen, jetzt sind wir im Niedrigkontrast, ein bisschen mehr an den Lack anpassen. Und ich glaube, eine super Kombination, weil nochmal, es wirkt dadurch ein bisschen kompakter, ein bisschen stringenter, cleaner, finde ich. Weil nochmal der Kontrast ist da, aber er ist reduziert. Und dann kombiniert mit den hochwertigen Carbonbauteilen, finde ich, eine sehr sportliche Interpretation des Themas Maybach. Aber eben nicht zu viel, nicht zu sehr Racing, nicht zu sehr Sportwagen. Ist aber auch eine individuelle Geschmacksfrage. Wir haben vorgestern noch in Vorbereitung auf die Signature Night in 2023, wird eine sensationelle Show werden wieder, natürlich mit vielen tollen neuen Highlights, das Thema Rocket Launch Strategie besprochen. Wir haben ja bis jetzt immer die Frage, wie zeigen wir einen Brabus Rocket, so beantwortet, dass wir gesagt haben, wir gehen mit zwei Farben raus. Einmal genau das, was wir hier sehen im Exterieur, schwarz, heute natürlich Brabus Masterpiece Style, Super Black genannt. Und dann aber auch eine Variante, die heller ist, grau, waren es bei den letzten Rocket-Fahrzeugen, in Kombination mit Kohlefaserteilen, in Kombination mit Karosserieteilen, in Kombination mit Rädern, die farblich abgesetzt sind. Wenn du natürlich schwarz hast, siehst du viele Teile nicht so sehr am Auto, es ergibt sich mehr ein Gesamtbild. Wenn du ein helles Auto, also ein weißes Auto, hellgraues Auto, mitteldunkelgraue Autolacke sind ja in den letzten 2-3 Jahren absolut im Trend, hast, dann kommt das dabei raus, was ich immer so gehässig den Zebra-Look nenne. Dass du natürlich das Rad, Lufteinlässe, Gitter, Scheibenwischer, Leisten, siehst du natürlich mehr. Das ist ein Look, den muss man mögen. Ich bin bekanntlicherweise die Fraktion Super Black. Ich glaube, das Genetische wird auch nie weggehen. Nein, kriegen wir nicht. Und natürlich haben wir jetzt hier mal genau diesen Look hergestellt. Allerdings gab es ja einen Grund, warum wir die Rockets so gemacht haben, weil du schlicht und einfach das, was an dem Auto anders ist und insgesamt die Formsprache des Fahrzeugs besser erkennen kannst, wenn es hell ist. Genau. Und aus dem Grund glaube ich auch, dass wir die Taktik, die wir jetzt hatten, immer zwei Fahrzeuge, gerade bei den Rocket-Versionen zu zeigen, ein schwarzes, kompaktes Auto und ein graues, das eben mehr kontrastreich ist im Exterieur, eben genau die richtige ist. Aber nochmal, hier dieses Auto hat ja leichte Kontraste mit dem Shadow Chrome, aber wirkt in der Summe wirklich super kompakt von außen, ist so ein solider Design. Absolut. Ansatz. Und wer weiß, vielleicht kommt ja wieder was zum Thema Rocket bei der diesjährigen Signature Night. Es gibt kein Auto
auf dem dieses Rad so gut aussieht wie auf dem Maybach. Ja. Monoblock M, 22 Zoll, Shadow Chrome, absolute Wucht, finde ich. Bin ich komplett bei dir. Dieses Rad passt auf dieses Auto, war ja auch immer die Hauptanwendung für uns, für dieses Design. Natürlich bieten wir das Design ja mittlerweile sogar in 24 Zoll für G-Modelle Jetzt oder muss man dazu SUVs sagen, an. das Rad gibt es natürlich auch in anderen Farben, also zum Beispiel eben glanzgedreht, also in Silberfarben, auch eine sehr, sehr hochwertige, tolle Oberfläche. Sehr technisch auch. Sehr technisch. Das ist natürlich hier etwas mehr ein Uni-Look, hat aber immer noch, und das finde ich, kommt tatsächlich online nicht so rüber. Gibt es ja häufig bei technischen Produkten, dass du es siehst und kannst es nicht so richtig rüberbringen. Das ist hier definitiv auch, also der Glanz, die Reflexion des Rads kommt nicht so richtig rüber. Zumal ja auch einige Bereiche, das ist das, was man schwer sehen kann. Hier sind diese Flächen, alles was ja ursprünglich glanzgedreht ist, ist ja mit dem Shadow Chrome entsprechend abgedunkelt und wir haben ja trotzdem hier noch immer schwarze Elemente drin. Absolut. Und die sind jetzt so leicht im Kontrast, dass man sie schnell übersieht, aber gerade jetzt hier, wie wir beide dicht am Rad stehen oder neben dem Auto stehen, dann fallen es auf und ich finde immer, das sind diese Details, die es dann so besonders machen. Für mich ist jetzt hat das Rad ja eine Geschichte. Du weißt, wie kontrovers wir das diskutiert haben. Wir wollten wann haben wir es gelauncht? Vor 2 Jahren ungefähr? Ja, schon länger. Etwa 3 Jahre sind es, glaube ich, her. Wir wollten ein flächigeres Rad machen. Wir hatten natürlich ursprünglich die Monoblock F, danach die Monoblock S. Das sind ja alles relativ offene Räder gewesen. Wir haben irgendwann mal gesagt, okay, wir würden uns gerne ein bisschen in die Fläche auch bewegen. Und da kam dann am Ende die Monoblock M raus. Wir haben sehr viel diskutiert. Wir haben auch sehr kontrovers diskutiert. Und es ist ein Rad, was Zeit gebraucht hat. Es ist ein Rad, für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, was Zeit gebraucht hat. Es ist etwas, was in den letzten Jahren an Fahrt, flächige Räder haben an Fahrt gewonnen. Und waren wir genau am richtigen Punkt, als das Rad rauskam, was aktuelle Trends angeht. Und heute, finde ich, ist es ein Look, wenn du ein Auto bei uns hier im Brabus HQ über den Hof fahren siehst oder meinetwegen irgendwo in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin so ein Auto langfahren siehst, dann gehört dieses Rad da drauf. Hat eine Brabus-Identität, steht für Brabus das Design. Absolut, insbesondere für Limousinen und größere SUVs ein tolles Rad. Erzeugt zum Beispiel auf einer G-Klasse einen völlig anderen Look. Ja. Also wirkt in Verbindung mit verschiedenen Modellen total unterschiedlich. Ist aber immer ein perfektes Beispiel dafür, warum, und auch das haben wir nämlich damals diskutiert, jetzt gerade beim Launch der Monoblock ZV, also des Vielspeichenrades, quasi dem Rad in der Mitte zwischen Mono M auf der einen Seite sehr flächig und Mono F auf der anderen Seite sehr offen. Oder Mono Z, je nachdem welches Beispiel man nimmt, ist die Mono ZV in der Mitte. Und ich finde, insbesondere dieses Design ist für mich ein Beispiel dafür, warum viele unserer Kunden auch heute noch viel Geld ausgeben für schöne Räder. Kein Produkt macht ein Auto so anders oder verändert ein Auto so in Richtung Eleganz und Wertigkeit oder Sportlichkeit wie ein Rad. Kein Produkt sieht so gut aus, wenn du es dann live am Auto siehst und macht so einen Eindruck wie ein Rad. Und kein anderes Rad zeigt so viel Wertigkeit in der Oberfläche, wenn du es dann vor dir hast. Absolut. Absolut sensationell. Fahrzeugindividualisierung immer los. Ist auch ein deutlicher Unterschied, wenn natürlich kostet das Rad Geld, es ist teuer. Teures Schmiederad. Warum siehst du, wenn du davor sitzt? Lass uns mal über die Farbe Schwarz reden. Bei uns ist ganz viel Schwarz. Schwarz und Brabus sind untrennbar miteinander verbunden. Jetzt hat aber die Farbe Schwarz ja auch bei Luxusgütern, bei hochwertigen Fahrzeugen in der Mode immer eine Sonderstellung. Wie wir so gerne sagen, Black is the new black. Es gibt nichts anderes wie Schwarz. Dunkelblau ist ein Konkurrent, der sehr ernst zu nehmen ist, aber am Ende ist Schwarz besonders. Warum ist das so? Ich glaube, weil es immer dieser Ausdruck von schlichter Eleganz und auch eine gewisse Reduziertheit. Ich sag mal, wie du jetzt auch, hast du eine schwarze Hose an, einen schwarzen Rollkragen oder bist du automatisch gut und ordentlich angezogen. Ach guck mal, der Jörn möchte wieder Budget haben morgen. Die Rechnung kommt. Natürlich kannst du manchmal mit Farbe Wow-Effekte erzählen, aber wenn du immer auf die sichere Richtung gehen willst, gehst zu einer Abendveranstaltung, zu irgendeinem wichtigen Event oder Termin, ist der Griff in die schwarze Anzugs- oder Kleiderecke immer der sichere und der viel genutzte. Und ich glaube, das ist bei vielen Artikeln auch so. Der ultimative Standard. Es reflektiert Licht toll. Die Farbe Schwarz hat immer auch einen Bezug zu Stärke und Macht. Das lässt sich über Mode wirklich gut rekonstruieren. Aber ich sag mal, bei aller Verbundenheit, die wir zu dem Thema Schwarz und schwarze Fahrzeuge haben,
ist das ja nicht nur die reine Brabus-Welt. Die Brabus-Welt besteht ja mittlerweile auch aus vielen anderen Farben. Wir haben vorhin über das Thema Rocket und das Signature Grey, also das Rocket-Grau gesprochen, aber auch, ich sag mal, Artikel wie Brabus Marine, Deep Blue, die Brabus 900 Deep Blue, also dunkelblau. Stealth Green gerade genau, Stealth Green. Boot vor 2-3 Wochen genau, auch. Das sind ja auch alles Farbkonzepte, die für uns stehen, weil sie ja immer auch diesen designerischen Komplettansatz haben und eben, ich sag mal, die Basisfrage schwarz und viele andere Antworten erweitern, die dann eben entsprechend interpretiert Ja, aber sind. das entspricht ja auch dem, was unsere Kunden vielfach tun. Also wenn du bei uns durch die Fertigung läufst, dann ist natürlich ein klarer Unterschied zu erkennen zwischen dem, was wir heute als Kollektionsfahrzeuge, als Marke präsentieren zum einen und dem, was viele Kunden tatsächlich am Ende sich trauen. Da gibt es viele gute Kunden, die sich immer wieder teilweise sogar mehr trauen, als wir uns getraut hätten, muss man auch mal sagen. Da spielt natürlich auch kultureller Einfluss eine Rolle. Also jemand, der aus den USA, aus Indien, aus wo auch immer herkommt, hat womöglicherweise einen anderen Geschmack als wir hier als Deutsche und hat natürlich auch eine völlig andere Brille auf. Wir wollen die Marke repräsentieren, der Kunde möchte sein persönliches Traumauto bauen. Und deshalb sind natürlich bei uns im Portfolio auch immer, deshalb sage ich, das schließt sich nicht aus, 80% der Markenidentität eindeutig geklärt. Da wird die Farbe Schwarz immer eine deutliche und bedeutende Rolle spielen. Und das tun wir ja im Moment auch, setzen wir ganz bewusste Farbakzente mit dem Thema Deep Blue, jetzt gerade mit dem Thema Stealth Green, die dann ja auch, ich habe mir über das grüne Boot durchaus auch Sorgen gemacht, ja. Weil das könnte nur treffen oder völlig daneben liegen, das wir gerade in Düsseldorf vorgestellt haben. Da setzen wir ja wirklich auch sehr bewusste Farbakzente. Ganz abgesehen davon, dass wir die auch hier haben, aber im Innenraum. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns mal kurz über das Heck sprechen. Hinten setzt sich ja das Bild fort, was wir vorne schon hatten, nämlich weniger ist mehr. Weniger ist mehr, dezente Eleganz und auch wieder Kohlefaser. Wirklich schöne Abgasanlage, integriert. Das ist ein Thema, was uns ganz lange beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob sich da noch die ein oder andere daran erinnert, aber in den 90ern, das ist ganz lange her, Anfang der 2000er bis ungefähr 2015, würde ich jetzt mal so tippen, waren integrierte Abgasanlagen ja überhaupt gar kein Thema. Nee, auch nicht so leicht darstellbar. Dann war es absolut technisch schwierig, weil es hat natürlich viel mit Hitze zu tun, mit einem Materialmix, bei dem durchaus auch mal die Materialien der Karosserieteile drumherum nicht ganz so viel Hitze abkriegen dürfen und sollten wie die Materialien der Abgasanlage. Und dann war es der letzte Schrei und heute ist es eigentlich Stand der Technik. Wobei wir achten natürlich immer darauf, dass wir möglichst eben enge Konturen haben, was es auch dann immer schwierig macht. Also es ist immer wichtig, dass wir kleine Spalte haben. Wir brauchen ein bisschen Spalte, sonst wird es einfach zu heiß. Und dann eben kombiniert mit diesem sehr schönen, recht großen Carbonbauteil. Ich finde das einfach ein super Auftritt. Ja, wirklich schön, super wertig. Und insgesamt stilistisch der gleiche Auftritt wie vorne. Damit ist ein rundes Paket und so soll es ja auch sein. Kleiner Hinweis, die Auspuffblenden sind aus dem Vollen gefräst. Lass uns mal noch mal über ein Thema reden, nämlich die Masterpiece Badge, die jetzt auch hier hinten unter dem Brabus-Schriftzug angebracht ist. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns seit mehreren Jahren sehr intensiv beschäftigen. Trotzdem hier nochmal, ein Brabus Masterpiece ist ein Fahrzeug, das alles enthält, das wir zu bieten haben. Das heißt, Exterieur, Räder, hier natürlich sehr, sehr hochwertige Schmiederäder, wie in fast allen Fällen inzwischen, Motorleistungssteigerung und Interieur, alles ist hier verbaut. Das zeigen wir natürlich an verschiedenen Stellen im Auto und wir zeigen es eben auch an dieser Stelle hier hinten außerhalb des Autos, damit das entsprechend auch zu erkennen ist. Genau. Gute Überleitung, weil du sagtest gerade das Thema Leistungssteigerung. 600 steht für 600 PS für die 8-Zylinder-Varianten, wo wir unsere Leistungssteigerung mit 600 PS und 800 Newtonmeter maximalen Drehmoment anbieten. Das Basisauto hier ist der S580 Maybach und wir werden natürlich auch noch uns beschäftigen mit dem S680 Maybach. Da verweise ich nochmal auf die Signature-Liste. Wobei heute es natürlich schon so ist, alles was wir im Exterieur und auch gleich nochmal im Interieur zeigen, kann ja heute auch schon so für den S680. Exakt, deshalb heißt natürlich der Tech Talk heute auch Brabus Masterpiece based on Maybach. Sollen wir mal reinschauen? Jetzt wir haben so viel über Farbe gesprochen. Ja. Na, lass uns mal einsteigen. Was für ein Interieur. Spektakulär, oder? Ich finde es so gut, Jan. Ich finde es wirklich gut. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsautos der letzten Jahre.
Und wenn du mir das auf einen Zettel, wenn du mir 10 Autos Ja. so, ne, nebeneinander gelegt hättest auf Papier und gesagt hättest, in welches Design wirst du dich verlieben? Ich hätte alles gesagt, aber nicht Türkis. Nein, also ich sag mal, das ist ganz alles als vordergründig, sondern es ist einfach was, das muss man erleben. Ich hoffe auch, es kommt im Bild so rüber, wie wir es jetzt hier erleben dürfen in Live, weil es ist echt spektakulär, aber es ist halt, klar, es ist ein Kontrast, es ist ein Statement, aber es ist nicht so viel. Es ist für dieses Auto in der Wirkung überhaupt nicht so viel. Es ist modisch und es ist ein Riesenstatement, aber, und das ist für mich ganz entscheidend, es geht dir nicht nach ein paar Tagen auf den Keks. Es ist eine sehr frische Farbe, es ist eine sehr blasse Farbe. Im Verhältnis zu einem knalligen Rot, einem knalligen Orange, einem knalligen Blau, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Und das war auch eine der Überraschungen, die ich erlebt habe bei der Farbe. Aber wir haben natürlich auch eins gemacht, und das sieht man hier jetzt überall, wir haben es auch bei Türkis belassen. Natürlich hast du das Kohlefaser, natürlich hast du Metall- und Kunststoffteile, die wir jetzt auch alle in Shadow Chrome passend zum Exterieur ausgeführt haben. Ich finde, hätten wir jetzt noch eine weitere Farbe dazu genommen. Okay, wir haben eine schwarze Wiese. Ja, aber nochmal, wir haben Diese Schwarz, Keder. Carbon, Shadow Chrom, also alles Schwarztöne eigentlich. Das ist Aber die mehr einzige nicht. Kombi- Na genau. Also das ist es. Also kein Blau drin, kein noch ein Grauton drin. Wir haben Schwarz, Türkis. Genau. Und das findest du halt auch immer mit der Außenfarbe dann wieder. Und insofern hast du genau 2 Farben an diesem Auto, Schwarz und Türkis. Das ist das, was die Wirkung entfaltet, finde ich, weil es so konsequent ist. Wenn es jetzt halb umgesetzt wäre, weiß ich nicht, ob dieses Auto so wirken würde. Es ist die schwarze Limousine. Genau, die So. die großgeschrieben. In der richtigen Farbe, die so ein Auto meiner Meinung nach immer haben sollte. Das ist mein persönlicher Geschmack, aber dann machst du die Tür auf und dir kommt die Farbe entgegen und es ist herrlich. Ja, vor allem, weil man es von außen auch sieht, dass es eine sehr spezielle Ausstattung ist. Es ist ja nicht nur, dass man es von innen sieht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Superblack-Modellen, die ja auch, ich sag mal, vom Interieur genauso aufwendig gearbeitet sind wie dieses Auto. Aber man braucht immer den Blick ins Detail. Man muss immer drin sitzen, man muss es wirklich in dem Moment wirklich erleben und erfühlen, diese Unterschied. Und hier geht das Erfühlen und Erleben ja schon allein durch den visuellen Eindruck. Und auch, weil du gerade da drüber fühlst, das eben mit einem Leder zu haben, das eine gewisse Narbung hat, das eine gewisse Körnung hat, eine Struktur hat, finde ich super, super gut. Und die ganzen Details, wie sind die Biesen bearbeitet? Wir haben das Thema der Muschelrautensteppung, auch wieder natürlich auf den Sitzen platziert, perforiert, in Kombination mit unserem Signature Carbon, was ja ein bisschen mehr Struktur und ein Tolle bisschen Struktur. mehr Carbonfaser sozusagen sichtbar macht. Ich finde es einfach eine Sensation. Ja, das Auto ist natürlich an sich technologisch eine echte Meisterleistung. Was hier drin steckt und was hier auch an Fortschritt zur Vorgängerbaureihe drin steckt, ist echt Wahnsinn. Ja? Das ist das Thema MBUX, das ist das Thema Soundsystem, das ist das Thema Fahrassistenzsysteme, das ist das Thema Bildschirme. Also es ist eigentlich an keiner Stelle Konnektivität, Elektronik ist an keiner Stelle in der S-Klasse. Hast du das Gefühl, dass irgendwas fehlt? Sprachsteuerung funktioniert exzellent. Es ist absolut Next Generation und Stand der Technik, so wie es heute maximal möglich ist. Absolut sensationelles Auto. Lass mich mal auf einige der Dinge eingehen, die du gerade gesagt hast. Stecken ganz viele Themen drin. Zum einen mal bei uns intern die Diskussion genarbtes Leder versus Glattleder, Nappa-Leder. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die nie enden wird. Ich bin Fraktion genarbtes, strukturiertes Leder. Immer schon gewesen, glaube ich. Und ich bin mittlerweile konvertiert. Und ich habe Jörn, so langsam aber sicher, schaffe ich es. Nein, aber lass uns mal die Vor- und Nachteile aufgreifen. Nappa-Leder ist natürlich eine sehr also glattes Leder ohne Struktur ist natürlich sehr modern, sehr sportlich. Auch sehr reduziert. Du findest es in vielen Sportwagen, bei Porsche, bei Ferrari, wird viel mit Glattleder gearbeitet. Wenn wir unsere Ausstattung machen, nutzen wir aber häufig genarbtes Leder, also Leder, das die originäre Struktur noch hat, weil es meiner Meinung nach eine ganz besondere Form von Tiefe rüberbringt, weil es eine besondere Form von Haptik, also Anfassbarkeit, Touch and Feel rüberbringt. Und auch, finde ich, weil es auf den ersten Blick erklärt, dass ein Fahrzeug, was du siehst, was eine solche Ausstattung hat, eine ganz besondere Ausstattung hat, die nicht Serie ist. Wo wirklich viel Arbeit reingesteckt wird. Ja, du musst es viel weniger erklären. Wenn du auf so eine Fläche hier guckst, sieht jeder
Das gibt es so nicht. Auch selbst bei einer hochwertigen Nappa-Lederausstattung ab Werk gibt es das so nicht. Und das ist natürlich einfach die Frage, was ist Differenzierung zu OEMs, die in der Serie heute hauptsächlich nicht nur Nappa-Leder, sondern glatte Materialien verbauen, aufgrund der angesagten Designsprache, aufgrund dessen, was als moderne Materialien interpretiert wird. Und wir gehen eben immer wieder den umgekehrten Weg und stellen die Frage, was macht den hochwertigsten visuellen und haptischen Eindruck? Und wir landen irgendwie immer wieder bei genarbtem Leder. Aber wie gesagt, selbst intern bei uns im Team gibt es dazu diverse Meinungen. Und es wäre vielleicht auch interessant, genau dieses Auto mal zu sehen in Nappa-Leder. Ich bin der Meinung, es hätte nicht den gleichen Eindruck. Ja, bin ich mir auch mittlerweile unsicher, obwohl ich ja, wie gesagt, also ich habe mich auch immer, ich war auch immer der Freund des Nappas und ich finde es auch immer für bestimmte Fahrzeuge auch sehr cool. Grundsätzlich hat natürlich bei uns auch immer der Kunde die Wahl. Also ich meine, wir leben von dem Thema Individualisierung. Das heißt, der Kunde kann das nehmen, was seinem persönlichen Geschmack am nächsten kommt und am besten trifft. Aber ich sehe das auch gerade bei diesem Auto sehr 100% ähnlich wie du. Diese Visualität, dass es wirklich ganz klar eine hochwertige Lederoberfläche ist, wo du nicht erst anfassen musst, ob es jetzt eine gut gemachte Kunststoffoberfläche ist oder eben Leder, das ist hier selbsterklärend. Als Techniker muss ich natürlich sagen, ist natürlich auch wieder mal ein höherer Anspruch bezüglich Verarbeitung. Das ist aber ein Thema, was wir im Moment bei den Masterpiece-Interieurs über die letzten, ich sage jetzt mal 36 Monate sowieso immer wieder feststellen, dass das, was wir an neuen Themen heute interessanterweise auch gar nicht aus dem Automobil, sondern meistens aus der Fashion, aus der Mode in die Fahrzeuginnenräume integrieren, was ja häufig Verfahrensentwicklung bedeutet. Wir beschäftigen uns viel mit den Themen beispielsweise kleine Metalllogos, Prägen, Sticken, Steppen, Perforieren, Underlays, also sozusagen mehrschichtige visuelle Wirkung von Stoffen und Materialien. Das ist alles, was aus der Mode kommt. Und das hat sich zum absoluten Referenzbereich entwickelt, weil wir natürlich im Thema Automobil schon seit Jahrzehnten unterwegs sind und deshalb die neuen Themen. Wie vieles, ne? Neues kommt meistens aus den Bereichen, wo die außerhalb der eigenen Komfortzone sind, mal woanders herkommen. Nächstes Thema, was du gerade angesprochen hast, ist Muschelraute. Ja. Hier haben wir die Muschelraute jetzt mal in der perforierten Variante am Sitz und wir haben sie auch in der nicht perforierten Variante, also mit anderen Worten der Variante ohne Löcher, in der Tür und beispielsweise am Getriebetunnel und im Teppich. Im Teppich und auf dem Fußmatten. Es ist ein Muster, das gerade auf dem Weg ist, sich zum Brabus Markenmuster zu entwickeln. Und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, ich glaube, weil es eigentlich eins unserer ersten aufwendigen Steppungen, auch hinterher eben mit der Perforation, die erste platzierte Perforation, die wir ja selber umgesetzt haben, war mit der Muschelraute. Und ich denke, das ist so, wir haben es auch nie richtig fallen lassen. Also es war immer wieder präsent, wir haben immer Autos genommen, wo es einfach perfekt reinpasst. Und ich finde, genauso wie eine Mono M super gut auf ein Maybach-Fahrzeug, egal ob GLS, S-Klasse passt die Muschelraute auch immer sehr zu solchen eleganten, schönen Autos. Es ist eher ein elegantes, luxuriöses Thema. Genau. Aber es ist nie alt geworden. Und wir haben es natürlich dann mit dem Thema platzierte Perforation hier in den Sitzen zu sehen. Muss man erklären. Platzierte Perforation heißt Perforation, also Löcher, die nicht durch die Nähte laufen, weil wenn die Nähte durch die Löcher laufen würden, würde sich natürlich ein Fadenverlauf ergeben, der am Ende sehr, sehr unsauber aussieht. Und auch die innerhalb der einzelne Muschel, das ist jetzt natürlich sehr nerdig, aber nimmt die Größe der Löcher ab und ist auch in jedem Segment gleich. Das ist, jetzt sagt man, ja, muss ja so sein. Nee, ist aber nicht so, weil früher waren diese Muster alle von Hand gefertigt. Ja, wirklich. Danach waren die Muster schon am Computer vorbereitet, aber tatsächlich die Löcher innerhalb des Musters von Hand gesetzt. Da waren mitnichten immer die Perforationslöcher an der gleichen Stelle. Heute, und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass sich bei uns im Unternehmen was tut, ist das mathematisch optimiert, kann man sich vorstellen, wie so eine Kurvendiskussion. Wir haben irgendwann mal, ich glaube, eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit gab es tatsächlich zu dem Thema. Und nach 20 Minuten in dem Meeting musste ich sagen, okay, das ist ein Job, der hat eine Spezialisierung verdient, ich blicke da nicht mehr durch. Am Ende kommt auf jeden Fall platzierte Perforation bei der Muschelraute bei raus. Und das, also Scherz beiseite, die Muster werden verdammt komplex. Und die Anzahl der Masterpiece-Interieurs, die wir hier am Standort fertigen können, ist ja unter anderem deswegen auch gar nicht signifikant gestiegen, auch wenn wir viel mehr Anfragen haben.
weil es so viele Themen gibt, die wir in diese Interieurs rein integrieren Ja, die Kleinteiligkeit. und weil wir auch keine Kompromisse machen wollen. Nein, genau. Und gerade die Kleinteiligkeit, die macht es so aufwendig. Also zum Beispiel, wenn wir hier mal sagen, wir haben das Shadow Chrome Interieur. Das sind in diesem Auto weit über 350 Teile, die wir anfassen müssen, die wir demontieren müssen, Die nicht bestätigt werden dürfen. die beschichtet werden müssen, die in dem Shadow Chrome Finish hergestellt werden müssen, die dann auch immer wieder zurückkommen, Qualitätssicherung, Montage, wieder Qualitätssicherung, dann kommen sie irgendwann ins Auto. Das muss alles noch zeitgerecht passieren wir haben das Leder klassifiziert, wir haben die Stephofelder gemacht, wir haben die Perforationsfelder gemacht. Ja. Das sind ja auch ein paar Quadratmeter in so einem Auto, was man an Material braucht. Dann brauchen wir noch das Carbon dazu und dann muss das alles zeitgerecht zusammenkommen. Und das ist am Ende die Antwort auf die Frage, warum wir das tun und warum das auch ein besonderer Prozess ist. Weil das schlicht so, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist in der Serie in diesem Grad, in diesem Detailgrad heute und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht darstellbar. Wenn du hiervon, wie viel sind es im Jahr, 80.000 S-Klassen bauen willst, 60.000 S-Klassen bauen willst, dann hast du andere Probleme, als in dieser Detailtiefe ein Interieur auf die Beine zu stellen. Kannst du auch gar nicht, scheiterst du. Das ist was anderes. Aber nochmal, das macht dieses Auto und alle Brabus Masterpiece so besonders. Und ich gebe gerne zu, dass jedes Masterpiece-Fahrzeug in allen logistischen Qualitätssicherungsabläufen und allem, was es dazu braucht, wirklich herausfordernd ist, maximal herausfordernd und auch uns oftmals in die Verzweiflung treibt. Aber ich glaube, es ist es wert, wie man hier wieder sieht, diesen Aufwand zu treiben. Aber es wird immer nur eine bestimmte Anzahl an Masterpiece-Interieurs pro Jahr geben. Mehr ist wirklich schwierig, weil es eine gewisse Zeit braucht, um in einer gewissen Güte am Ende dazustehen. Und eine entsprechende Spezialisierung auch. Ne? Und das ist wiederum das, was natürlich aber die Produkte für den einzelnen Kunden dann so interessant macht. Absolut. Weil es was Rares ist, was Exklusives ist und etwas ist, was du nicht so ohne weiteres duplizieren kannst. Genau. Aber nichtsdestotrotz einfach fantastisch. Ich mag dieses Auto, es ist so toll. Es zeigt alles, was wir können im Interieur und das finde ich in einer Art und Weise, die wir auch so noch nie dargestellt haben und das freut mich total und es freut mich auch, das Auto haben ja schon einige Kunden gesehen und bewertet und die Begeisterung war ja da. Also ich glaube, es ist ein toller Erfolg. Wir sehen ja auch, dass wir jetzt mittlerweile eingehende Bestellungen haben für GLS Maybach und auch GES in so einem Interieur zu gestalten. Und wir werden auch weiter mit dem Thema Pastelltöne und dem Thema klare Farbkontraste zwischen innen und außen experimentieren. Auch dazu wird es dieses Jahr noch einiges Neues geben. Jörn, schönes Auto. Danke. Habt ihr gut gemacht. Danke, Chef. Wir sehen uns wie immer im nächsten Tech Talk. Bis bald. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell, and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.